Guten Morgen. Mein Name ist Samuel und ich hatte heute einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Guten Morgen, Samuel. Ich bin für die Befragung neuer Kandidaten verantwortlich. Herr Parker. Oh, schön, Sie kennenzulernen, Mr. Parker. Die Sekretärin sagte, dass es ein Online-Interview sein würde. Ja, das ist richtig. Wir brauchen Leute, die Homeoffice machen können. Deshalb wird das Vorstellungsgespräch so ablaufen. Das finde ich super. Ich habe Erfahrung in der Online-Arbeit. Auch in dieser Jobposition. Excellent. Können wir also mit dem Interview beginnen? Es werden nur ein paar Fragen sein. Sicher. Und keine Sorge. Ich habe viel Zeit und bin wirklich interessiert. Großartig. Lass uns beginnen mit: Woher haben Sie von dieser Stellenausschreibung? Nun, ich habe es mir zuerst im Internet angeschaut und dann einen Freund angerufen, der auch dort in der Firma arbeitet. Sie haben also unseren Beitrag in unserem sozialen Netzwerk gesehen. Okay. Und wie heißt dein Freund? Sein Name ist Robert Campbell. Er arbeitet im Informatikbereich im Büro Nordost. In Ordnung. Jetzt möchte ich, dass du mir ein wenig über dich erzählst, Ihre Familie, Ihr Leben und so weiter. Nun, wie ich Ihnen bereits sagte, heiße ich Samuel Breiton und bin 30 Jahre alt. Ich wurde in New York geboren, aber meine Familie zog nach London, als ich 10 Jahre alt war. Ich habe an der St. Patrick Elementary School und auch an der Petit High School an der High School studiert. Als ich mit der Schule fertig war, beschloss ich, Computerprogrammierer zu werden, also studierte ich, um mich zu bewerben. Ein Jahr später bewarb ich mich an der London University und studierte 6 Jahre lang Computerprogrammierung. Ich habe mich auf Software und Computerprogramme spezialisiert. Als Jahrgangsbester schloss ich mein Studium mit Auszeichnung ab. Ich habe als Computerprogrammierer für verschiedene Unternehmen gearbeitet und verfüge daher über viel Erfahrung in diesem Bereich. Seit Beginn der Pandemie vor einigen Jahren arbeite ich auch von zu Hause aus, so dass ich dazu in der Lage bin. Über mich: Ich erstelle gerne Computerprogramme und auch Apps für verschiedene. Ich halte mich für einen verantwortungsbewussten und sehr flexiblen Menschen, der auch sehr neugierig auf Technik ist. Was kann ich Ihnen sonst noch sagen? Ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, denn es ist ein großartiges Unternehmen. Großartig. Warum wollten Sie genau in diesem Unternehmen arbeiten? Gibt es einen besonderen Grund? Wie ich Ihnen bereits sagte, wollte ich schon immer hier arbeiten, da ich weiß, dass dies das beste Unternehmen ist. Nun ja, das sagen die Leute normalerweise, aber ich suche nach einer konkreten Antwort. Was wissen Sie über uns? Nun, ich weiß, dass Sie mit den besten Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und ihnen sehr gut helfen. Das ist richtig. Hier bei WX Enterprise arbeiten wir mit sehr wichtigen Marken zusammen. Deshalb freue ich mich sehr über diesen Job, denn ich fühle mich qualifiziert, Ihnen beim Wachstum dieses Unternehmens zu helfen. Okay, und jetzt erzählen Sie mir von Ihrer Berufserfahrung. Wo hast du gearbeitet? Bisher in diesen Jahren? Nun, ich habe letztes Jahr für lokale Programmierfirmen und auch für PXF Enterprise gearbeitet. Wow. PXF-Unternehmen? Das ist einer unserer Konkurrenten in der Technologiebranche. Ja, nun ja,
Ich wurde vom Betreuer empfohlen, der auch mein Lehrer am College war. Und was waren Ihre Aufgaben in diesem Unternehmen? Was hast du jeden Tag gemacht? Nun, ich war dafür verantwortlich, die besten Programme auszuwählen und zu entwickeln. Grossartig. Und glauben Sie, dass es schwierig oder einfach war, diese Aufgaben zu erfüllen? Wie hast du es gesehen? Wie vieles andere war es am Anfang schwer, aber dann lernt man viel. In Ordnung. Und was war Ihr größter Erfolg in dieser Position? Nun, ich habe dabei geholfen, einen der größten Aufträge der Gegend zu bekommen. Ich habe das Programm erstellt. Das ist großartig. Und was war das Schlimmste an der Arbeit dort oder was hat Ihnen nicht gefallen? Mir hat fast alles gefallen, außer der Cafeteria. Nicht sehr gutes Essen. Ich verstehe. Nun, hier werden Sie dieses Problem nicht haben, da wir eine Variation davon haben. Das habe ich gehört. Abgesehen davon war alles großartig. Ich habe viel gelernt. Ich vermute schon. Gab es dort eine schwierige Situation, mit der Sie konfrontiert waren? Tatsächlich gab es eine Zeit, in der wir viel gearbeitet haben und wir normalerweise gestresst waren. Das ist in dieser Branche normal, da wir täglich viele Stunden am Computer sitzen müssen. Ja, ich meine, ich mag programmieren, aber manchmal kann es stressig sein. Du weißt, dasselbe. Natürlich, mach dir keine Sorge, aber erzählen Sie mir von einer Zeit, in der Sie Führungsqualitäten unter Beweis gestellt haben. Von dem Vertrag habe ich dir erzählt. Ich musste dieses Projekt leiten, also war es mir zu verdanken, dass wir es geschafft haben. Ich verstehe. Was sind Ihrer Meinung nach Ihre Schwächen? Ich glaube, meine größte Schwäche ist, dass ich manchmal sehr ungeduldig sein kann. Das ist es. Was meinst du mit ungeduldig? Man kann also die Kontrolle über Dinge verlieren oder so etwas. Nein, nein. Ich meine ungeduldig, weil ich möchte, dass die Dinge sehr schnell fertig sind. Oh, ich verstehe. Aber manchmal, wenn man etwas überstürzt, kann es sein, dass man schlechtere Ergebnisse erhält. Ja, das weiß ich. Deshalb versuche ich, es gut und schnell zu machen. Aber es kann nicht immer möglich sein. Und was sind Ihre größten Stärken? Etwas, auf das man stolz sein kann. Ich denke, ich bin sehr kontaktfreudig und das hilft mir sehr, weil ich von Menschen viel Hilfe bekommen kann. Okay, aber wie kann das in unserer Branche helfen, wenn wir normalerweise alleine arbeiten? Oh, wenn ich ein Problem habe und Rat brauche, kann ich viele Freunde fragen. Oh, ich verstehe. Erzählen Sie mir von einer Herausforderung oder einem Konflikt, mit dem Sie bei der Arbeit konfrontiert waren, und wie Sie damit umgegangen sind. Mal sehen. Okay, einmal musste ich ein Projekt abliefern und habe es nicht rechtzeitig geschafft. Also musste ich den Kunden kontaktieren, um ihm direkt zu erklären, was passiert war. Ich sagte ihnen, dass ich ihr Programm verbessere. Natürlich stimmte das. Ich habe es getan. Und ich überzeugte sie, das Treffen zu verschieben. Und sie taten es, also bekamen wir den Vertrag.
Mein direkter Vorgesetzter gratulierte mir und ich wurde zum Mitarbeiter des Monats gekürt. Wow, das ist eine gute Geschichte. Und jetzt erzähl mir, wie es dir einmal nicht gelungen ist, etwas zu tun. Oh, das ist mir nur einmal passiert. Wir konnten ein Projekt nicht abschließen, weil es zu schwierig war. Und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Was hast du dagegen unternommen? Das war das einzige Mal, dass wir nichts machen konnten. Ich fühlte mich ungefähr einen Monat lang schrecklich. Ja, das vermute ich. Und wurden Sie schon einmal von einem Job entlassen? Oder nie? Zum Glück ist es nie passiert. Ich kündige immer wegen einer besseren Jobmöglichkeit. In Ordnung. Was sind Ihre Berufswünsche? Ihre Pläne für die Zukunft? Mein Plan ist es, so viel wie möglich zu lernen, um in 5 Jahren der beste Programmierer zu sein. Das ist ein guter Plan. Na, haben Sie Fragen an uns? Alles, was Sie möchten. Wissen? Ja, ich habe einige Fragen. Ich möchte mehr über die Bezahlung, Schichten und so weiter erfahren. Oh, diese Informationen werden im zweiten Teil des Interviews gegeben. Es wird nächste Woche sein. In Ordnung. Dann werde ich darauf warten. Ich möchte wirklich mit Ihnen in dem großartigen Unternehmen. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben es gut gemacht, also warten Sie einfach auf die E-Mail mit dem Datum und der Bestätigung. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine tolle Woche, Sir.